Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 30 Letters. Seine Sicht. Schmatzend lässt sich Penguin auf den Stuhl neben Law fallen, auf dem noch vor kurzem die Kleine gesessen hat. Der Drang, ihn wegzuschicken, damit die kleine Sakura sich erneut neben ihn setzen kann, kommt in ihm auf, doch er schüttelt sich leicht und wendet sich an seinen Navigator. »Weswegen ist sie so sauer auf dich?« beginnt Law ein Gespräch. Sein Navigator verschluckt sich an seinen Nudeln und wirkt mit einem Mal nervös. Schweiß bildet sich auf seiner Stirn. »Sie sollte Klavier spielen«, antwortet er ihm bedrückt. »Ich wollte sie ermutigen.« Tja, der Plan ging nicht auf. Aber wo bleibt sie? Law bemerkt nicht, dass sich alles in seinem Kopf um sie dreht. Wortlos steht der Arzt auf und sieht sich dann suchend in der Menge um. »Sashi, hast du Sakura gesehen?« Verwirrt besieht dieser seinen Kapitän, bis er versteht, wer gemeint ist. »Ihr neuer Name? Der ist schön. Beantworte einfach die Frage«, unterbricht er ihn stöhnend, worauf Sashi schnell verneint. »Seltsam. Ist dir wieder etwas passiert?« Besorgt, aber äußerlich ruhig geht Law die Gänge zu ihrer Kajüte entlang. Schon von weitem bemerkt er einen Zettel an seiner Tür. Verwundert zieht er das Papier von seiner Tür ab und liest sich dann den Inhalt durch. »Herr Trafalgar, ich möchte Sie nicht mehr sehen. Ich möchte nicht so jemanden wie Sie in meinem Leben haben. Ich verlasse hiermit mein Zuhause, meine Nakama und diese Crew. Suchen Sie nicht nach mir.« »Hat sie nicht mehr alle? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan?« Kurz hält er inne und beruhigt seine Gedanken. »Es ist vielleicht besser so. Wäre sie hier geblieben, würde sie irgendwann zu meiner Schwäche werden, aber...« »Kapitän, wieso so ernst?« erklingt plötzlich Sashis singende Stimme. Er besieht sich den Koch. Dieser steht über beide Ohren grinsend vor ihm und neigt sich ihm etwas entgegen. Law deutet nur seufzend auf die Kajüten des Trios. Hatte er gehofft, noch etwas Bedenkzeit zu haben, bevor sie es erfahren. Verwirrt tritt der Koch näher heran und zieht den Zettel von seiner eigenen Tür ab. »Es tut mir leid, Nichan. Pingu. Ich will euch nicht wehtun, aber ich habe etwas über Trafalgar erfahren, über das ich nicht hinwegsehen kann. Ich kann, will und werde nicht länger in seiner Nähe bleiben. Ich verlasse die Crew, doch hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal auf der Grand Line wiedersehen. Ich habe deine Thelenschneckennummer, Nichan, und wenn ich kann, rufe ich dich an«, liest Sashi den Brief laut vor und sieht dann geschockt von dem Papier zu Law und wieder zurück. Mehrfach überfliegen seine Augen den Brief und mehrfach öffnet sich sein Mund, ohne dass ein Ton über seine Lippen kommt. Erst nach einer Weile realisiert er wirklich, was er gerade gelesen hat, und Wut vermischt mit Unglauben breitet sich in seinem Inneren aus. Aus Reflex packt er Law am Kragen und schüttelt ihn wütend durch. »Was hast du gemacht?« schreit er und hebt ihn etwas in die Lüfte. Law wehrt sich nicht, kann er den Schmerz nachvollziehen, denn auch wenn man es nicht sieht, tut es auch ihm weh. »Ja, was habe ich denn gemacht?« Irrsicht. Wieder bleibt mir keine Sekunde, um über meine Taten nachzudenken oder über meine Freunde und Trafalgar, die ich so überstürzt verlassen habe. Ich habe mich geweigert, in einer Kajüte mit den ganzen Männern zu schlafen, weswegen ich im Krähennest sitze und mich mit den beiden Jungs ausruhe. Die beiden drücken sich vor der Arbeit, während ich mich vor den Marineidioten verstecke. Sie wollen tatsächlich, dass ich diese hässliche Uniform anziehe und meine Waffe, mein neues Katana, abgebe. Die haben sie doch nicht mehr alle. »Ach, so ist das. Dann haben wir wohl aneinander vorbeigeredet«, lacht Corby unsicher und kratzt sich verlegen am Kopf. »Versteh mich nicht falsch«, beginne ich kühl und sehe zu ihm auf. »Ich bin nicht freiwillig hier. Ich wurde erpresst mitzukommen.« Die Jungs sehen mich interessiert und überrascht an. »Und was willst du jetzt machen?« fragt mich Corby nachdenklich. »Ich bleibe Piratin. Ich muss nur irgendwie von diesem Kahn runterkommen.« »Das ist unmöglich«, meint der Blonde zu wissen. »Allein seine Stimme deckt mich auf. Ich kann ihn nicht leiden.« »Alles ist möglich. Ich gebe bestimmt nicht auf und unterwerfe mich diesem Gab«, antworte ich ruhig. »Du erinnerst mich an jemanden. Er ist auch Pirat. Er ist zwar vollkommen anders, aber er gibt auch nicht auf. Er hat mir geholfen, zur Marine zu kommen«, beginnt Corby gedankenverloren. Aufmerksam höre ich ihm zu und fordere dann einen Namen. »Er heißt Ruffy. Er trägt einen Strohhut und ist sehr stark«, antwortet er mir mit einem leichten Lächeln. »Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum«, rutscht es mir über die Lippen. Weise Worte, die mir meine Mom einmal sagte. Corby sieht mich überrascht an, bevor er breit grinsend nickt. »Ich werde dir helfen.« »Was? Corby?« Dieser Hemmepo regt mich wirklich auf. Kann ich ihn nicht einfach runterschubsen? »Übermorgen steuern wir eine Insel an, um einen Vizeadmiral abzuholen«, erklärt mir Corby, und ich verstehe bereits, worauf er hinaus will. »Ich kann die Soldaten ablenken, aber den Rest musst du selbst erledigen.« Ich verneige mich leicht vor ihm, als Dank.
Ich lehne mich etwas zurück gegen die Holzwand des Krähennestes und verschränke meine Arme hinter meinem Kopf. Zum ersten Mal höre ich mir an, was mein Herz zu sagen hat, was ich denke, und ignoriere die beiden Matrosen, die sich lautstark darüber streiten, ob sie mir nun helfen oder nicht. Wird Trafalgar nach mir suchen? Ich lege meinen Kopf in den Nacken und blicke gen Sternenhimmel. Will ich das überhaupt? Seufzend schließe ich meine Augen. Ja und nein. Nuschel ich undeutlich Richtung Sterne und versuche etwas Ruhe zu finden. Bald würden wir auf der nächsten Insel Halt machen. Ich muss aber auf die Insel, beschwere ich mich lautstark, sodass sich die Aufmerksamkeit auf mich und den Mann vor mir legt. Ich muss etwas besorgen, also lass mich gefälligst auf die Insel. Mir ist egal, ob jemand mitkommt oder nicht, gifte ich den Soldaten vor mir an. Nach langer Überredungskunst kann ich endlich aufs Festland. Ich habe mir eine kleine Teleschnecke zum Mitnehmen gekauft. »Wieso trägst du keine Schuhe?« ertönt plötzlich die Stimme eines Soldaten. Genervt zwinge ich mich zur Antwort. »Markenzeichen und Training«, schiebe ich vor und wende mich von dem Soldaten ab. Ich erblicke nicht weit von mir Corby und Helmeppo auf einer Bank sitzen. Wortlos gehe ich auf Corby zu und übergebe ihm beim Vorbeigehen einen Brief, den er lesen soll, wenn ich weg bin. »Wenn wir uns je als Feinde gegenüberstehen, werde ich nicht zögern, dich umzubringen, aber ich schulde dir was. Unten steht meine Nummer. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ruf mich an und ich löse meine Schuld ein. Am besten verbrennst du die Beweise. PS, bis dahin, pass auf dich auf und lebe deinen Traum. Sarana.« Ich sehe mich unauffällig um und nur 2 Soldaten sind in meiner Nähe. Ich habe mich bereits wieder von den beiden entfernt und gebe ihnen jetzt das Zeichen, indem ich ein leichtes Lächeln aufsetze. »Bist du bescheuert, Corby? Das musst du sofort der Marine melden!« schreit Helmeppo lauthals und klatscht ihm eine mitten ins Gesicht. Wenn wir uns wiedersehen, ist er der Erste, den ich töte, denke ich gereizt. Die beiden Soldaten rennen zu den Jungen und halten sie angestrengt voneinander fern. Ich höre noch einen Schlichtversuch der Soldaten, bevor ich meine Kräfte aktiviere und blaue Blitze über meinen Körper zucken. In meiner Blitzgestalt mache ich mich aus dem Staub. Binnen Sekunden bin ich, zwar am Ende meiner Kräfte, aber auch auf der anderen Seite der Insel. Schwer atmend klappe ich in mich zusammen und umfasse meine Brust. Ich höre schon beinahe Trafalgars spöttisch die Kommentare über mein Durchhaltevermögen. Mein Ziel ist klar. Meine Mütze von Flamingo holen, einen Steckbrief kassieren und dann zu Aiko segeln. Und wenn es sich ergibt, meine Nakama wiedersehen. Angestrengt raffe ich mich wieder auf und spritze mir etwas gegen die Schmerzen. Schwer atmend zwinge ich mich zum Weitergehen. Ich muss zu einem anderen Hafen und ein Schiff stehlen oder sonst was, Hauptsache schnell weg. Dass ich meine alte Mütze wieder haben möchte, liegt nicht darin, dass ich bescheuert bin oder Flamingo wiedersehen möchte. Ich will mir selbst beweisen, dass ich über alles hinweg bin und es aus seinem Mund hören. Ich hoffe, er hat den zweiten Zettel gefunden. Ich werde dich jeden Tag anrufen und dir alles Weitere dann erklären. Das Einzige, was du jetzt wissen musst, erzähl es niemandem, sonst breche ich den Kontakt ab. Einmal klopfen heißt ja, habe verstanden, 2-mal nein, nicht und 3-mal, dass du etwas nicht verstanden hast oder ich wiederholen soll. Beim Gehen hole ich einen Zettel heraus und wähle dann die Nummer. Ich bin's. Ich atme einmal erleichtert aus, da er den Zettel offensichtlich bekommen hat. Wenn du alleine bist, kannst du frei sprechen. Kommt jemand in den Raum, legst du einfach auf und ich rufe eine halbe Stunde später wieder an. Erkläre ich der Person an der anderen Schnecke weiter die Regeln. Ich kann leider nicht reden, hab's eilig, also ich werde dich jeden Tag 100%ig mindestens einmal anrufen. Tue ich das nicht, ist etwas passiert. Wann genau ich anrufe, weiß ich nicht. Ich versuche alle 2 Stunden anzurufen und dir meinen Standort und meinen nächsten Schritt mitzuteilen, aber es kann sein, dass ich es nicht schaffe. Aber einmal auf jeden Fall, also dann bis bald. Bringe ich meine Erklärung schnell zu Ende, lege auf und verstaue die Schnecke wieder in meinen Taschen. Denn ich bin endlich am Hafen. Ich sehe einen Moment gen Horizont, muss ich an meine Freunde denken. Und zum ersten Mal kommen wirklich Zweifel in mir auf und der Wunsch, einfach wieder anzurufen, mich zu entschuldigen und darum zu bitten, dass sie mich abholen. Ich sollte mir dringend abgewöhnen, bei Problemen einfach zu flüchten. Ich sollte mich ihnen lieber stellen.